Jetzt 4 Stunden durch das Nirgendwo. Ist das schlau? Nein. Wird's witzig? Ich denke schon. Hunger Station bei Caesars Pizza, Caesars Palace. Little Caesars. Bei Caesars Palace haben wir Pizza bestellt. Und damit sind wir an der ersten Mall für heute angekommen. Das ist diese hier. Okay, Leute, das ist der Weg zur Toilette. Vibration, sagst du? Ach ja, das bisschen von... Nächste Mall und von Tura ist der nächste Stop. Wir haben den Park relativ schnell gefunden. Das ist theoretisch noch ein Highlight. Der Cobra Entertainment Park. Ja, zu Recht! Ich habe auch Angst! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bruder, ich heb dich mal auf. Adventure World, weil hier ist jetzt noch mal eine Mall mit einer Achterbahn. Sind jetzt bei Toy Town. He talked the money language. Westfield Shopping Center. Ja, Mann. Kasse ist schon abgerechnet. Wir dürfen trotzdem fahren. 4:30 Uhr. Wir sind am Hotel wieder angekommen. Mahlzeit, herzlich willkommen bei meinem Videomagazin und meinem neuen Job als Pizzabote von, wie heißt denn nochmal? Hunger Station. Au, ich krieg die ganze Zeit ein Gewicht, ey. Du die ganze Zeit über den Boden runter. Meine Füße sind zu schwer, um die jetzt anzuheben. Ich bin fett. Wir sind in Saudi-Arabien, haben uns gestern bei Hunger Station bei Caesars Pizza, Caesars Palace, Little Caesars. Bei Caesars Palace haben wir Pizza bestellt. Und ich wollte eigentlich nur hier den Vlog schon anfangen, weil es ein paar coole Sachen gibt auf dem Weg nach draußen aus unserem Zimmer, was wir gerade verlassen haben. Wir kommen in die Lobby und dann finde ich das unfassbar krass. Die haben auf diesem Tisch hier immer neue, frische Blumen. Das sind echte Blumen, Alter. Das ist so beeindruckend. Und jeden Tag neu. Abends werden sie weggeräumt. Ich dachte gerade, da kommt einer unser Auto. Denn wir gehen jetzt hier aus dem Hotel raus. Sind in Riyadh in Saudi-Arabien, Hauptstadt von Saudi-Arabien. Und hier steht unser Fahrzeug. Die Pizza haben wir uns nämlich bestellt, damit wir jetzt heute Mittag was zu essen haben. Weil wir sind voll schlau. Wir haben ein kleines Auto, was nicht komfortabel ist und kein Tempomat hat. Und deswegen fahren wir jetzt 4 Stunden durch das Nirgendwo. Ist das schlau? Nein. Wird's witzig? Ich denke schon. Weil da stehen besondere Sachen. Machen die erst voll spät auf? Ja. Wird es dadurch eng und knapp? Ja. Starten wir mit Sparkies und denken diesmal daran, dass wir eine Karte haben, wo schon Geld drauf ist? Wer weiß. Alles Weitere jetzt in diesem Video. Was ist da? Oh, die haben hier voll die hübschen Tauben. Guck mal. Wie bitte? Nicht du, die Leute im Fernsehen drinne. Fast vergessen, dass wir noch Geld abholen müssen. Müssen ein YouTube machen. Ich werde in Deutschland nie wieder wie ein normaler Mensch fahren können. Das ist so witzig hier. Und man kann sich da sehr schnell anpassen. Wenn man Bock hat, ein Auto fahren kann, es ist halt wie ein Autoscooter ohne Berühren. Und ohne Regeln. Außer nicht berühren. Was? Hier so eine Dingtüte. Original. Elfes. No. Geht. Jetzt läuft er weg. Das ist auch so nett. Der hat jetzt gewartet, ob wir fahren, aber macht er nicht. Hab ich jetzt der Bruder, der hier links steht, ich weiß nicht, ob man den sieht, der wollte mir gerade Kopfhörer verkaufen, Apple-Kopfhörer. Die wollte ich nicht. Also wirklich nicht. Der hat sich, kommt auch noch. Ich will, dann soll der gehen. Ja, immer noch nicht, Bruder. Vorsicht hinter dir, ne? Ja, wollte ich nicht.
Aber er ist ein guter Geschäftsmann dann, Apple Watch. Nein, Mann, geh weg. Und dann klopft er die ganze... Wenn ich schon dreimal... Ich habe nicht nur 3, ich habe 300 Mal Nein gesagt. Denkst du, ich kaufe dann was, wenn du gegen meine Scheibe die ganze Zeit klopfst? Wenn das so ist, dann... So, dann ja. Dann gib mir deine Apple Watch und deine Kopfhörer, die gefälschten. Was ist das denn schon wieder? Wieso sollten die gefälscht sein? Ja, von mir aus sind die auch echt. Ich brauche sie nicht. Geiler Typ, ey. Also, wir sind auf so einer Touristentour gestern gewesen, da wollte uns keiner irgendwas verkaufen. Jetzt fährst du irgendwo auf der Autobahn tanken und es geht los. Der Shop Crazy, der nimmt auch wieder nur Marder oder dementsprechend Cash als. Und wir haben jetzt noch ein bisschen kalte Getränke geholt für die Fahrt, weil wir fahren ja jetzt ein bisschen. Und die Uschi hast du einen Arizona-Eistee genommen in der Dose? Ja. Ich habe da, glaube ich, gerade was beim Kassiervorgang gesehen, was mich schockiert hat. Das Pfandsymbol. Ja, das ist ja toll, dass wir diese Pfand machen. Wenn ich unser Pfand hierhin exportiere, dann landet das hier halt einfach mal im Müll. Nee, steht da drauf. We love cans. Recycles forever. Ja, hier nicht. Also, es landet ja noch nicht mal im Müll, es landet ja am Straßenrand, weil die wirklich hier liegt zu. Das sind Stangen. Das sind, glaube ich, Gerüstbaubude. Das da. Was? Auf dem vor uns. Ich hoffe, er weiß, wie hoch das ist. Ja, das meine ich auch. Das wissen auch nicht alle hier. Ja, es ist wirklich, es liegt überall unglaublich viel Müll rum. Das ist halt sehr erschreckend. Genau, das jetzt erstmal dazu wieder. Das war auf jeden Fall, wir mussten jetzt von der Tankstelle flüchten. Den Tankwart haben wir mit dem Auto alleine gelassen. Der hat den voll getankt, das hat wieder nichts gekostet. Weil du kriegst ja fast Geld raus beim Tanken. Ja, vorgestern, halbe Tankfüllung, 15 Euro oder was? Ja. Ja. Gut, wir fahren mal. Ich schleppe jetzt keine Holy-Pulver-Tütchen mit hier irgendwie nach Saudi-Arabien. Jetzt möchte ich in Erklärungsnot kommen. Habe ich mir hier Code Red Guarana jetzt mal geholt. Das ist irgendwie so Code Red, der lokale Energy-Drink. Der schmeckt ein wenig, also ich habe das jetzt nicht im Video probiert, weil ich dachte, da passiert ja jetzt nichts Besonderes. Bisschen wie Giotto. Und ich muss jetzt mal probieren. Ja. Ich kann auch selber füllen. Ja, das wäre einfacher gewesen, weil ich muss hier auf die Straße achten, aber... Nee. Das schmeckt gar nicht wie Giotto. Das schmeckt wie Energy. Nee, das ist voll nussig. Finde ich nicht. Keine Ahnung, die Frau. Probier noch mal einen Schluck. Nee, ich schmeck das nicht. Okay, du bist innerlich tot. Ich bin innerlich tot? Einspurig hier, Überholverbot, sehen Sie da. Das sieht man dabei im Spiegel. Digga, was ist mit dir? Das ist der Standstreifen. Wird dann dem jetzt auch vorbei? Das ist ziemlich breit, ne? Der fährt erstmal uns rein hier. Aber er macht noch Platz. Der LKW. Alter, das habe ich nicht gesehen.
haben jetzt gerade nach 2 Stunden Fahrt. Guck mal, AZ Frische? Ist das ein AZ Frische? Nee. Doch. Alles klar. Also wenn ich die gebrauchten Zugmaschinen verkaufe, dann verkaufen wir die doch nicht lackiert und foliert mit dem Firmenzeug drauf. Und das war auf jeden Fall kein Transport von denen selbst, weil die fahren kein Schüttgut. Wir haben nach so rund 2 Stunden einen kleinen Break gemacht, haben da die Reste von unserer Pizza, also nur einen Teil von den Resten, das war jetzt echt nicht mehr essbar, gegessen zum Mittagessen. Wir haben nämlich jetzt kurz vor 2, jetzt fangen schon wieder Palmen an. Wir haben super viel Kamele gesehen auf dem Weg. Hier werden gerade Pipeline-Rohre nach da hinten gebracht, beziehungsweise fahren die leeren Transporte auch wieder in die Richtung, denn wir fahren nach Daman und sind gerade am Daman Ei vorbeigefahren und so nennt man ja, wenn man eine Stadt hat, sein Riesenrad. Wir sind 160 Kilometer vor der Stadt und das ist nie fertig gebaut worden und ist jetzt ein Lost Place. Da war jetzt aber ein Tor vor, was geschlossen war, wenn man jetzt hier einfach mal querfeldein gefahren wäre. Also es wäre der einzige Weg gewesen dahin. Habe ich dann jetzt doch von abgesehen, außer dem Riesenrad, was man jetzt auf den Aufnahmen eventuell gesehen hat. Und ein Rohbau, also ein Gebäuderohbau ist da auch nichts. Also es sollte auch nur das Riesenrad werden, was nie fertig, also es wurde fertig scheinbar, aber nie eröffnet. Das vielleicht direkt auch mal erwähnt und ansonsten fahren wir nur geradeaus, was irgendwie trotzdem witzig ist, also es sind natürlich ein paar Kurven drin, wegen den ganzen Kamelen, du fährst quer durch die Wüste, wie viel sie dann hier doch bauen und wie viel sie Steine von A nach B karren, ist auch spannend. Genauso spannend wie viele Kommentare zu unserem Falcons Flight Onward mit 2 Rollbacks. Ich habe die letzten 13 Jahre viel erklärt und es ist nichts angekommen. Plus, was auch klar war, dass viele sich aufregen, dass wir hier sind, aber ey, das war noch nie ein politischer Kanal, es wird kein politischer Kanal. Leute, wir sind angekommen an der ersten Mall für heute. Ich muss nach der Bahn fahren, ich habe unglaublich schlecht geparkt. Er ist unglaublich schlecht gefahren. Und damit sind wir an der ersten Mall für heute angekommen. Das ist diese hier. Wir werden aber draußen nach der Bahn fahren. Gerade von weitem konnte man die noch sehen. Wir nehmen hier mal Eingang Nummer 6. Ja, das ist eine arabische 6. Kann man sich aber ganz leicht merken, weil das halt dann einfach so sieht aus wie eine 7, aber es ist die Zahl davor. Das geht ja noch so halbwegs. Ja, gute 4 Stunden hingefahren. Ja, wie gesagt, ohne Tempomat, wenn man sonst immer sein Leben lang schon, nicht sein Leben lang, aber die letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre Minimum nur Tempomat gefahren ist, ist das ein bisschen, vor allem wenn es halt einfach die gleiche Geschwindigkeit die ganze Zeit ist und man da relativ gut durchkommt. Man muss nur ab und zu mal ein paar Schlaglöchern ausweichen. Hier ist, die Sonne ist auf jeden Fall gut warm hier, aber es weht eine leichte Brise, das ist also auch alles ganz angenehm. Gehen erstmal rein, pieseln, da ist der Eingang zu Sparkies. Okay, wow, den habe ich sogar jetzt von draußen schon gesehen. Gerade durch. Okay Leute, das ist der Weg zur Toilette. Also die Toilettentür habe ich passiert. Jetzt müssen nur noch irgendwo die Kabinen kommen. Digga, das ist doch voll gruselig hier. Da geht's rein und dann, was ist das? So, da bin ich mal gespannt. Ein Safety Envelope hat man wohl schon mal von gehört und hat man auch berücksichtigt. Ob das bei der Fahrt stimmt, weiß man nicht. Das Ding ist auf jeden Fall relevant hier scheinbar. IE Park hat es gebaut, die Achterbahn, für die wir hier sind. November, Januar bis November 2012, Dezember bis Juni 2013 wahrscheinlich aufgebaut. Ach da, September, Juli bis September verschifft.
Installation Januar bis Februar 2014 am Ende des Tages. 80 Meter lang, 74 Meter breit, okay, das ist die Grundfläche. 18 Meter Rail, Höhe, 21 Meter ist man überhaupt hoch. 18 Meter die Sekunde ist die Geschwindigkeit, 395 Meter haben wir insgesamt an Streckenlänge, 3,85 G. Bei so einem Ding, ja bitte. Schauen wir mal. Sonst noch Kick-Off Motors, Permanent Magnets, irgendwas anderes noch. Die Struktur ist dafür designt, dass sie 150 km/h die Stunde aushalten würde. 90 kW Anschluss. km/h die Stunde. Was? km/h die Stunde. km/h die Stunde, ja. Ja, wir sind jetzt hier angekommen. Wir haben auch damit geplant, dass 16 Uhr jetzt hier erst losgeht. Scheibenwischer fährt schon mit Leuten und so. Das Karussell fährt schon, ein bisschen was ist los. Aber die Bahn macht um 16 Uhr erst auf. Und das heißt, wir müssen jetzt noch 20 Minuten warten. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Und dann Rope droppen wir das Ganze. Und 32 Credits kostet der Spaß wohl. Oder 30, man weiß es ja nicht. Da steht immer was anderes drauf, als dann abgezogen wird. Was dann 30 Real sind, was dann im Umkehrschluss 3-4 Euro irgendwo in dem Dreh rum ist? Nee, doch, nein. 40 wären 5, 40 wären 10. Siehst du, ich bin doof. Ah, da braucht ihr das Video jetzt nicht für. Ja, warten wir mal ab und dann bin ich mal gespannt, wie es uns ergeht. Wieder mal eine Bahn mit Inversion. Hat man ja seit Six Flags nicht mehr. Ob das gut ist, weiß man nicht. Okay. Warum denn? Warum? Weiß nicht. Warum? Alter, was ist denn mit dem Rough? Damit das nicht überleben. Danke sehr. Kein Problem. Die Erwartung war halt schlecht. Ja, gehen wir bitte auf der falschen Seite raus. Aber das war mal gedacht, dass man es aufmachen kann, aber das versteht keiner, also hat man es zugemacht. Ich kack ab. Hochfahren. Ich muss erst hochfahren. Wir sind jetzt die Bahn hier gefahren. Formula Fun. Rollercoaster. Rollercoaster. Und dieser langsame Reibradlift, der war wirklich thrillig, sage ich mal so. Thrillig. Ich weiß nicht, was meinst du, wie hoch das ist? Hast du das eben gesehen? 30 Meter? 18, hast du vorgelesen. Ja, deswegen frage ich dich ja auch. 18 Meter, also schon eine ordentliche Höhe. Ich kann sehr gut schätzen, wie ihr hört. 30 Meter habe ich gedacht. Und dieser, wie gesagt, der Lift, der war wirklich so langsam. Und ich habe gedacht, oh nein, das wird bestimmt so schlagen. Und die Bügel, die waren schon so abgekaut. Das ist dieses Schaumstoff da bei mir auf der Seite. Ich war das nicht. Jetzt fährt die Bahn noch mal, glaube ich. Und ja, also es war gar nicht so schlimm, wie wir dachten. Schöner Looping, ein kleiner Schlag nur drin und gar nicht so eine unfahrbare Bahn. Also hat uns gefallen. Grrr, Vibrationen, sagst du? Ach ja, das bisschen von der Sonne. Ne? Nee. Bro muss filmen.
5 Minuten gefahren, nächste Mall und von Tura ist der nächste Stop. Hier gibt es einen SBR Visa Compact Spinning Coaster. Schon lange nicht mehr gefahren, ist ja schon lange nicht mehr schlecht gewesen. Irgendwann kann ich das nicht mehr mit diesem ganzen Gedrehe. Man sieht den Park schon hier über uns. Es ist hier nochmal so eine Rampe drin. Ist so alles glatt, weil er gerade wischt wie ein Wahnsinniger. Hier sind auch nochmal so Längsparkplätze auf dem Parkplatz. Und jetzt müssen wir uns mal orientieren und wahrscheinlich brauchen wir jetzt mal wieder eine neue Plastikkarte. Aber das ist gut, dass wir die meisten noch mal benutzen können. Es gibt hier kein Hoch. Was ist das schon wieder für eine Mall? Ich kann da nicht mehr. Bestimmt dann da in dem Kreuzungsbereich. Genau, dann fahren wir das Ding mal und werden wahrscheinlich berichten, ob es irgendwelche Besonderheiten gab. Es gab eine Besonderheit, fällt mir gerade ein. Denn unsere Autobahnkreuzabfahrt war gesperrt, logischerweise. So dass wir natürlich wieder einen U-Turn machen mussten, wie alle anderen, die sonst auch so gefahren wären. Irgendwas ist ja immer. Also bis jetzt sind wir fast nicht einfach so ans Ziel gekommen, sondern immer mit dran vorbeifahren und irgendwas ist gesperrt und Maps weiß sowieso nichts. Also Augen auf bei der Fahrt und dann klappt das schon. Wir sind gefahren. Sie an der Kasse meinte, also, okay, wird das eine fahren? Ja, habt ihr eine Karte? Ja, wir haben Karten, aber nicht von ihr. Sie, hä? Dann habe ich einfach mal alle unsere Karten auf den Tresen gelegt, ob sie dafür vielleicht doch eine haben will. Wollte sie nicht. Hat dann auch einfach nur die 2 Achterbahnfahrten uns auf die Karte gebucht. Dann gab es aber keinen Operator. Und dann kam eine Dame, die hat dann irgendwie das Ding angeschmissen und oh, da ist der Henkel gerissen. Und ja, dann sind wir gefahren und nach der ersten Runde hatte sie auf einmal andere Schuhe an. Aber es war einfach eine andere. Ist halt ein bisschen schwer zu erkennen. Jetzt gleich fahren wir 17 Minuten zum Rainbow Land. Da steht dann ein kleiner Train eventuell vielleicht. Hier ist ein Supermarkt noch mit in der Mall. Und da holen wir noch was zu trinken, weil wir haben in den 4 Stunden alles weggesippt. So, okay, der vordere muss unserer Seite. Ich habe nicht so schräg geparkt, aber aber auch so nicht. Aber wo ist denn unser Auto? Ja, da. Nicht das da, was gerade drauf kommt. Das hier. Besten Soundeffekte von Judith. Moana. Musik. Let's go!
Jo Leute, wir haben den Park relativ schnell gefunden. Beim ersten waren wir ja instinktiv am richtigen Eingang, jetzt war es jetzt auch nicht groß und wild. Und ich kann noch ein bisschen was erzählen, auch wenn die Bahn jetzt startet, weil das Ganze ist nicht so aufregend. Und es ist ein SBF Visa Powered Coaster, der einfach nur im Oval fährt. Hier ist die Hölle los, der Laden ist proppevoll und alle haben auch Bock auf die Achterbahn. Geil war aber, jetzt waren wir an der Kasse dran. Wir waren schon im Ordervorgang, was wir gerne hätten. Da kam da so ein ultra hässlicher DSDS-Verlierer mit so einer Kappe, die so eng ist, dass sie nur hinten wie so ein Käppchen auf dem Schädel ist. Er ist mit seiner Frau irgendwie, mit seiner Schwester verheiratet, mit seiner Frau verheiratet. Ja, die Kids, die haben hier Spaß. Hat sich da schon vorgedrängelt und jetzt standen wir hier beim Coaster an, mit mehreren Leuten standen wir an und dann hat er sich vor allen anderen auch noch mal vorgedrängelt und dann haben alle anderen was gesagt, wir haben was gesagt, die Operatorin hat was gesagt, aber das war ihm egal. Kurz gemacht die Geschichte, er ist damit auch durchgekommen, nicht ohne von mir beschimpft zu werden. Und in so Situationen, wenn es eh nicht mehr weitergeht, diskutieren nichts bringt, fange ich gerne im Ausland an, die Leute auf Deutsch zu beschimpfen und Schimpfwörter, die ich auf Deutsch niemals benutzen würde, zu benutzen. Das ist immer lustig. Er hat das verstanden, dass das nicht nett war. Das ist auch lustig. Aber die Operatorin hat sich auch nochmal gerade bei uns entschuldigt dafür. Ja, das ist teilweise auch die Mentalität hier. Oh nein. Oing, oing. Ja, okay. 7907 6956. Hä? Wieso? Peoples, wir sind am nächsten Stop. Das ist theoretisch noch ein Highlight. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie sehr das funktioniert, weil der Cobra Entertainment Park erleuchtet, aber hier ist kein Mensch weit und breit und das ist ziemlich groß und die haben nämlich eine ziemlich coole Achterbahn und noch eine zweite. Das ist erstmal der Eingang hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier läuft. Da ist sogar ein Parkplan, Digga. Also jetzt wird's aber wild. Rolltore sind oben und es leuchtet alles. Da dreht sich auch was. Ach, so ein Moser-Höllengerät. Das ist der Parkplan. Der sagt mir gar nichts so. Vielen Dank. Nee, so gar nicht. Also ja, wenn man das sich dann anguckt, eventuell, aber gut. Wo geht's denn hier rein? Also man geht einfach rein. Und da schläft einer, da ist eine Katze. Ja, also das ist so ein, hier wie Toxic in Wiener Prater. Das kommt aus Kuwait Entertainment City, das Fahrgeschäft. Wow. Alter, wo geht's denn da hin? So ein Fundament. Hier ist dann dieser Ride. Das sieht auch spannend aus und kommt aus Kuwait. Fährt natürlich jetzt nicht. Also natürlich, wer weiß. Okay. Da kriegen wir kein Ticket. Da kriegst du doch nicht mit einer Lampe oder einem Lichtschalter drin. Ist das ein Hus Breakdance? Nee, ne? Ach, hey. Aber einen Condor haben sie hier. Und der scheint original zu sein. Also der Condor hier wird halt alles leuchtet von da gegen uns. Das ist auch doof. Aber das sieht authentisch aus, aber das ist doch voll die Kopie, oder? Digga. Wir sind beim Objekt unserer Begierde angekommen. Wir haben auch unsere Karte mit Punkten drauf. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Die Achterbahn, die fährt, die ist eingeschaltet. Wir brauchen aber 4 Personen. Und hier ist keiner. Es war überall gerade, also jetzt gerade in dem Park war die Hölle los. Und hier ist einfach, ja, tote Hose, haben wir gerade am Parkplatz schon festgestellt. Das ist da vorne Family und
vielleicht noch eine zweite, aber Kinder dürfen auch nicht mitfahren. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Sollen wir ein paar Mitarbeiter besorgen? Ja, keine Ahnung. Wir haben ja, also das ist halt wirklich, wir haben nicht viel Zeit hier unten oder drüben, besser gesagt. Und wir wollten ja noch ein bisschen was mehr machen, aber wenn die Zeit natürlich fehlt, da kommen Leute, glaube ich. Sehr gut. Aber auch allgemein ist es natürlich dann ein bisschen tricky. Man geht hier durch die Cobras rein. Von Pax ist diese Achterbahn. Kennt ihr ja aus dem Connyland, den russischen Achterbahnhersteller. Und auch hier wird man langgezogen. Also hier waren gerade 3 Jungs, die haben Schiss. Die trauen sich nicht mitzufahren, wollen aber in so einen Rotor einsteigen. Den fährt einer mit dem Quad durch den Park. Gerade war noch ein Mitarbeiter hier, hat sich eine Flex geholt. Der feiert, dass es wir sind, sagt, Freitag, Samstag sind hier auf jeden Fall mehr Leute, das ist ein bisschen einfacher. Und unser Operator, der hat auf jeden Fall Bock und der hat auch keinen Bock, die da zu operaten, obwohl die das fahren wollen. Das ist wirklich ermüdend, sowas. Und jetzt sind da 3 Jugendliche und die trauen sich jetzt nicht hier rein, ey. Das ist wirklich... Er hat Angst. Only do is eat and sleep. Ja, der Mitarbeiter, die schlafen und fressen nur den ganzen Tag. Übrigens auch eine geile Anmerkung noch, da Leute geschrieben haben bei den Falcons Flight Rollback, Katze, dass die Bahn ja nicht für schwere Leute gedacht ist. In Saudi-Arabien ist man überdurchschnittlich viel übergewichtig bis adipös. Kleiner Fun-Fact. Aber wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann teilt man sowas. Viel Erfolg. Ach du Ja, zu Recht. Ich hab auch Angst. Oh mein Gott. Oh mein Oh mein Gott! Die stirbt hinter dir. Zu Recht. Aber ich nutze jetzt nicht. Wie hast du uns jetzt? Wir sind Cobra gefahren. Mashallah, dass wir das überlebt haben. In Russland ticken die Uhren auf jeden Fall anders. Haben wir ja auch Bock drauf, da mal einen Trip hinzumachen. Alter, hier Cobra. Mit diesen 2 Loops und diesem Airtime Hill und diesen komischen Liften. Also der mit dem Dip drin, der ist halt schon crazy. Hier wirst du dann nochmal hochgeboostet. Und ja, hier ist eine Truppe mit 2 Mädels. Also Opa, sein Sohn, seine beiden Frauen und das Kind. Und wie? Nee, ich glaube, das sind beides. Also der eine hat die eine Frau und der andere hat die andere Frau. Ach, ist Mutter und Tochter gewesen? Ich glaube nee. nicht. Ich glaube, der Jüngere hat die 2 Frauen. Gar nicht viel jünger. Ach, ist ja auch egal. Was weiß ich, wie alt die Frauen sind. Ist ja auch egal. Ich wollte einfach nur die Konstellation von Menschen haben. Chikato ist hier rumgelaufen, hat die schon am Autoscooter angesprochen, nachdem ich die 3 Jungs, die sich nicht getraut haben, schon tätig angegriffen habe. Ich habe bei dem einen schon rumgezupft und dann hat er gesagt, nee, jetzt reicht's. Und die anderen sind abgehauen. Also das war alles ein Spaß. Nicht, dass das jetzt wieder jemand falsch versteht. Ja, das ist ja, es wird alles so verstanden, damit es irgendwie dramatisch ist, obwohl es nie so war.
dann wollten die erst nicht. Und dann hat unser Operator, der auch den Rotor betreibt, wo die beiden Mädels auch drin waren, dann hat er die belabert und belabert und belabert. Dann sind die gekommen und sind sogar mit uns mitgefahren. War noch mal eine kleine Diskussion, weil wir wollten gegenüber sitzen. Wir wollten euch auch ein Video mitbringen und ich wollte die auch nicht mit drauf haben, weil das nicht geht. Ja, da sind wir gefahren. Die Fahrt ist echt wild, wie gerade schon erwähnt. Und danach war ich ein Popoloch. Und mir wird eine Köpfung angedroht. Der wird jetzt noch mal gefahren, oder nicht? Ich weiß es nicht. Da werden die Turbane gerichtet. Weil ein Offride würde ich euch schon gerne mitbringen, weil das war wirklich ein sehr, sehr wilder Ritt jetzt gerade. Aber cool, das gemacht zu haben. Ich habe die Bügel noch nicht verstanden, wo die Arme durchkommen. Unten durch ist, glaube ich, richtig, weil wir sollten uns auf jeden Fall festhalten. Das war ihm sehr wichtig. Jetzt können wir uns gleich in Ruhe den Dragon widmen. Puh, Junge. Also wenn ihr könnt, plant ein Wochenende ein, damit ihr nicht so lange warten müsst. Andererseits ist dann überall alles voll. Also von daher auch schwierig. Das ist also arabisch für Cobra wahrscheinlich, ne? Aber was ist das? Ist das ein Catwalk, der dann im Dreieck unter dem... Ja, das ist so. Aber wo führt er hin? Ah, das sind auch Kabel, die gehen zu der Trim Brake? Whatever. Okay, aber das wäre wirklich wichtig, denn die jetzt fahren, das könnte man dann gut zeigen, was hier los ist. Aber es ist noch Turban-Gewickel. Eine sogenannte Kanonenkugel. Also die haben echt noch einen Ranger hier, der sieht so wie der Condor schwer nach Huss aus, so wie der Wellenflieger schwer nach Zierer aussieht und das Dunkle unfassbar stark aussieht wie ein Intamin Drop Tower. Also von den Sachen, wie sie gebaut sind und den Bauteilen matcht das, aber es gibt keine Typenschilder mehr. Also kann ich euch auch nicht sagen, wo kommen die... War der Piepmatz nicht eben noch schief? Ja, ist kein Mülleimer, ist ein Fass, aber kann auch als Mülleimer benutzt werden. Öleimer. Ja, auch richtig. Internationales Zeichen für diese Attraktion ist geschlossen.
Genau. Das vielleicht einmal fürs Protokoll. Da haben wir nämlich hier noch den Condor. Der Park wurde wohl vor ein paar Jahren renoviert. Das sieht man auch an manchen Stellen, an manchen auch nicht. Wobei die auch irgendwo hier wieder durchgeflügt sind. Deswegen sieht es komisch aus. Interessant. Also die hat eigentlich Potenzial, aber irgendwie so ein bisschen hemsärmlich. Ein großer neuer Coaster wird den vielleicht nicht schaden, aber ich weiß es nicht. Ne? Und auf jeden Fall, uns wurde gesagt, Freitag, Samstag ist hier auf jeden Fall was los. Nicht so wie jetzt. Ist das jetzt doch nur ein Walkthrough? Man weiß es nicht. Hier gibt es auch so eine Geistergeschichte. Ja, und ich sehe keine Gondel. So, wir haben noch Credits auf der Karte. Wir müssen mal gucken, wie viele diese Geistergeschichte haben möchte. Also 50 haben wir, glaube ich, noch. Ne? Klingt nach Animatronic. Chaos. Also Chaos House ist das Ding. Ghost House, ups. Es klingt aber wie gefüllt mit Animatronics. Für Kompressoren. Steht wieder. Oh, ist das schlecht, aber auch gut. Wow, 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 wow. Okay, das ist ein Blech an 4 Ketten, das hier voll rumschwingt. Ja, Gottes Willen. Ich traue dem Braten halt nicht, deswegen erschrecke ich mich die ganze Zeit, weil es alles so komisch ist. Ja, die Scream-Maske darf nicht fehlen. Oh, Hilfe! Oh! Wow! Okay. Das ist auf jeden Fall die Top 3 Jumpscares, die ich in meinem Leben gekriegt habe. Digga! Was ist denn mit dir? Jetzt weiß ich auch warum. Da ist einer oben drüber. Die haben eine Stege oben drüber. Ja, deswegen war er so gestresst. Ja. Gott, warte, hier ist wieder Blech. Aber das ist wieder so ein Blech, aber es liegt schon am Boden. Wow. Ciao. Er kommt runter, wir sind durch. Wir haben dieses Ghost House gemacht. Ja, unfassbar perfektes Timing, weil das ganze Ding, was echt rumpelig ist und jetzt nicht so beeindruckend, also ich schrecke mich da ein bisschen, weil alles so auseinanderfällt. Ja, du bist hier ziemlich gute Laufwege gegangen. Ja, da ist nämlich alles, also da sind Stege oben drüber, wo der Einlass-Dude dann rüber rennt und dann genau zielgerichtet Puppen von der Decke fallen lässt vor dich. Digga, das hat mich auf jeden Fall maximal abgeholt. Das war auf jeden Fall krass. Und ja, Gestaltung, wir brauchen nicht drüber reden, aber es ist auch gruselig gemacht und ich glaube, für das Publikum hier funktioniert es wunderbar und sehr, sehr gut. Oh, tolle Matte zum Bremsen. Wieso fährt Cobra nochmal? Jetzt wird man doch, oder? Das ist der Pressluftflieger. Ach, so laut ist der, wenn der nicht fährt? Das ist ein Kompressor, der macht gerade alles voll mit Luft. Stimmt. Uschi macht das noch nicht so lang, Nee. Die ist jetzt neu im Game. Ja. So, wir machen es jetzt weiter. Breakdance haben wir jetzt immer noch nicht rausgefunden, wer den gebaut hat. Auch, ist das ein Teil von der Rückwand noch? Ich verstehe es nicht. Wir gehen jetzt mal zum Auto und dann gucken wir mal, wie weit es ist bis zum nächsten Stop. Und dann machen wir noch mal was. Haben jetzt auf jeden Fall ultra viel Zeit hier verloren, aber
dafür sind wir Copa gefahren. Das war uns wichtig, dass wir die Bahn fahren können. Das war auch so die größte Motivation, den weiten Weg hier rüber auf sich zu nehmen. Und wir haben, da wir nicht geplant haben, hier hinzufahren und einfach gewürfelt haben, wie viele Tage wir hier hinkommen, auch ein bisschen Zeit. Ja, das so. Nö, das so. Tschu-tschu. Die rollen jetzt schon an, die Leute. Ja, der wird ganz schnell vorbei sein. Jo, weitergefahren zu Adventure World. Hier ist nochmal, wie jetzt gerade gefahren, ein Powered Coaster von wahrscheinlich Zamperla, so wie er aussieht. Und haben jetzt an der Seite hier geparkt, weil natürlich der Parkplatz wieder maximal überfüllt ist. Also die Parkplätze sind auch nicht groß, aber sie sind immer voll. Und das ist jetzt irgendwie nur ein Family Entertainment Center ohne Mall drumherum. Abgefallen deswegen. Leute, was machen wir hier eigentlich schon wieder? Das kann man auch langsamer einstellen. Ja, witzig, ey. Also die Palme ist auf jeden Fall gefährlich nah. Aber schön gemacht ist es hier. Ja, das stimmt. Hilfe, Hilfe. Vorsicht, der fährt einfach rückwärts, obwohl da kein Parkplatz ist. Und da möchte der einparken. Und das ist sehr schlecht. Ja, da wo gerade eben die Leute gefehlt haben, sind sie hier wieder zu viel. Deswegen ist wieder brechend voll. Und 20 Minuten weiter gewesen nur. Das ist schon crazy, aber sehr schön gestaltet, sah cool aus. Haben auch noch viele Arcade-Games hier und ein paar Rides. Die meisten Kids laufen dann mit Wristbands rum und fahren die ganze Zeit. Ja, ist ein nettes Plätzchen, würde ich mal sagen. So für Familienentertainment, ne? Gut, weiter geht's. Ich weiß nicht, wie lange wir fahren, da gucke ich jetzt nach, weil wir das immer noch peu à peu machen. Aber ich denke mal, irgendwas zwischen 8 und 18 Minuten. Es sind 11 Minuten. Das ist schon ein bisschen ulkig. Dass das auch alles dann so konzentriert auf einem Haufen irgendwie wieder ist, ne? Das ist verrückt. Wird jetzt wieder eine Mall, ne? Wieder Vorsicht, Auto. Wieder in alte Gefilde. Das ist das sogenannte Kurvenlicht. Das leuchtet dann nämlich in die andere Richtung. Keine Parkplätze. Das liegt vielleicht daran, dass keiner parken kann, aber Linien interessieren auf dem Boden ja auch keinen. Ach Mann, ey Leute. So, wir gehen jetzt zum Griechen, es wird nicht mehr gecountet. Haha. Ganz kurz noch erwähnt, wir haben gerade noch schnell getankt und da geht's dann aber nur mit Madacard oder mit Cash beim Tanken. Drin beim Shop ist dann wieder okay. Wir hatten auch schon mal Shop, ging nur mit Mada und tanken mit Karte, also Credit Card. Kannst du mal bitte... Die Frau bringt mich noch um. Ja, hör auf rumzuträumen, wenn wir irgendwo rumlaufen, wo Autos fahren. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier in den Bums kommen. Weil hier ist jetzt noch mal eine Mall mit einer Achterbahn. Also wie gesagt, Cash dabei haben kann sehr hilfreich sein. Jetzt sind wir schon wieder in Australien.
Bestimmt nicht cool, wenn es fährt, aber sieht cool aus. Das ist die Achterbahnbonde. Heiliger. Ja, wieder mal ein Spinning Coaster, aber was ganz anderes. Keine Ahnung, wer das gebaut hat, aber es ist echt witzig. Die Gondeln leuchten sogar und drehen ziemlich wild. Das ist ja süß gemacht hier. Auch ein cooles Ding eigentlich hier. Ja, das war doch mal eine sehr coole Achterbahn. Ich erzähle mal nicht so viel, weil die Musik ist hier etwas laut und mein Schuh kurz vorm Aufgehen. Hinter mir ist der Eingang. Wir wurden gerade zurück an der Kasse begrüßt. Welcome back an der Kasse. Auf der 3. Etage ist das Ganze übrigens hier. Und Crazy Coaster, also der ist echt süß und witzig und leuchtet und dreht sich lustig und das macht schon Spaß. Und ansonsten haben wir noch so einen Transformers Flat Ride, der fuhr jetzt natürlich nicht, weil hier jetzt gerade wieder nichts los ist. Also das macht mich wahnsinnig. Teilt euch doch mal ein bisschen besser auf, Leute. Mal gucken, wie es 7 Minuten weiter aussieht. Da fahren wir nämlich jetzt zu Toy Town. Und das ist einfach nur Toy Town. Aber theoretisch haben wir eine Toy Town Karte. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was da steht. Nee, wir gehen jetzt nicht in den Tinnefladen. Hallo. So, ich dachte, das dauert noch bis zur Rolltreppe. Jo, 7 Minuten gefahren, sind jetzt bei Toy Town. Dieser Stapel Karten wird immer größer. Und dann muss ich jetzt mal gucken. Jetzt habe ich echt alle... Wow, wenn eine falsch rum ist, du denkst, das wird die richtig rum Seite, ne? Machen wir den Toy Town hier. Kann nicht mehr. Hier, Achterbahn. Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Keine Ahnung. Weißt du noch, was ich gesagt habe, was hier steht? Hey. Jetzt langsam wird's kritisch, oder? Aber ey, wenn wir schon mal hier in dem Land sind, dann nehmen wir die Credits mit und wenn wir die Zeit haben und die Möglichkeit haben, das zu machen. Ja, große Blinke Spielehalle. Gebäude aufpassen, sonst auf den Kopf gestoßen. Nicht oben, an der Ecke, der da schwarz ist. Das ist echt nicht gut. Ja, das ist. Ich bin dran gekommen. Ich bin an die gottverdammte Decke gekommen. Wo ist der Rapper, wenn man es immer braucht, mit der Sicherheit? Wo? So, Toy Town erfolgreich gefahren. Eigentlich coole Bahn, also sie fährt gut. Eng gebaut, spannend. CarPlay, hallo, wir warten. Fahren nämlich jetzt zu einem mal raus. RM Romaland. Und die haben einen IE Park Coaster, der Rolli geschimpft wird. Wieder Roland.
Bitte. Jetzt sind es 5 Minuten. Drin waren es 4. So, 4 Minuten gefahren sind wir bei der Marina Mall. Und dann gibt es jetzt das RM Roma-Land auf 2 Etagen. Oben fährt die Achterbahn, die sieht man sogar schon. Okay, das ist irgendwie ein Powered Coaster dann, der IE Park Rolli. So wie das aussieht, wie es fährt von hier unten betrachtet. Aber es hat, glaube ich, hier sogar einen eigenen Eingang. Das ist ganz cool. Eingang 5 ist der richtige Eingang dann. Okay. Hier riecht es nach Kinderkot. Ganz gewaltig nach Kot riecht es hier. Endlich sehen wir sowas mal auch in einem Park. Und zwar DOF oder DOF Robotics haben diesen Simulator. Auf der Messe haben wir den auch schon mal gezeigt. Aber jetzt läuft er gerade nicht oder wird gerade noch installiert. Der Gravedigger in der Winteredition. Wie geil ist das denn bitte? Also ich kenne ja nur die Messedinger, aber jetzt haben wir mal einen hier in echt. Das ist ja cool. Ein Upstop-Wheel liegt hier oben drauf. Hier. Hier. Unter uns. Oh, guck mal jetzt. Nee. Oh, stimmt. Wie ein Hund, ey. Wir haben irgendwo ein Upstop-Wheel verloren. Und zwar da. Ist die Frage, ob das jetzt fehlt oder ob das da liegen gelassen wurde. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist das für eine Schiene? Das ist eine Backbone. Was ist das? Backrips oder was ist das? So, ja, wir sind den Rolli gefahren. Das war echt nicht gut. Also vor allem nach im Tunnel dieses Reibrad, was den Schlag gibt. Ich finde es ein bisschen süß. Die haben so Kunstrasen und die Traverse der Schiene ist hinten auf dem Boden quasi die Stütze. In Italien ist man sehr kreativ, was das angeht. Und da haben sie den Rollrasen aber da so immer also Streifen hoch gemacht, damit das dann auch da drauf ist. Aber es liegt ein Upstop-Wheel über irgendeinen Gang, wo ein Gitter drüber ist mit einem Pappkarton drauf. Also irgendwie ölt das Ding wahrscheinlich auch. Auf der rechten Seite Richtung Fahrtrichtung sind auf jeden Fall alle dran. Links kann man es jetzt nicht sehen, weil der Station steht und keiner mehr fährt. Nee, das ist ja alles jetzt zappenduster da. Die Frage ist halt, ist das irgendwie abgebrochen? Das hat noch keiner gemerkt. Geil mit dem DOF-Klebeband hier drum. Arme Kuh. Was ist das? Ein 3-köpfiger Drache. Selbstredend. Oder ein 3-köpfiges Kamel. Ja, komische Bahn, aber ist blau, wie man so schön sagt. 7 Minuten fahren wir jetzt weiter zu Dolphin Village, der Mann. Und da ist dann noch so ein Helix Coaster. Da fahren wir auf jeden Fall. Weißt du, das beschreibt das Land auch ziemlich gut, dass man beim Airhockey die Dinger anbinden muss. Das beschreibt Saudi-Arabien echt gut. Weiter geht's zum nächsten Stop. 7 Minuten. Let's go.
Jo, wir sind angekommen und sind direkt die Achterbahn gefahren. Das seht ihr jetzt. Reihe oder... Das ist viel zu schnell. Das ist viel zu schnell. Oh nein, Ecke! So, der eine Motor, der läuft einfach gar nicht. Deswegen ist das... Ja, aber der eine... Abzug geht's noch nach. Auch das ist ein Weg. Schön. Tolle Treppe. Und Alter, was ist das? Was ist das? Und ich wollte nicht sagen, jetzt sind wir wieder da, jetzt gucken wir, wie es läuft. Man zahlt hier erst Eintritt, kriegt dann die Karte und dann lädt man da seine Credits drauf für das, was man fahren möchte. Warum auch immer das nicht direkt geht. Und dann sind wir den Coaster gefahren, echt wild. Ein Antriebsmotor tut's nicht, der Bügel wird mit einem Gurt gesichert. Verrückte Welt. Gibt dann noch irgendwie ein Flatride, gibt einen Spider-Man-Kettenflieger. Und wir müssen gucken, Ghost House haben sie scheinbar auch. Das gucken wir uns jetzt erstmal von außen an. Machen wir wahrscheinlich nicht, wenn das gleiche ist wie eben, weil dann hätten wir noch mehr Credits draufladen müssen und wir müssen eigentlich auch noch weiter. Aber da ganz schnell vorbeigucken können wir. Und da eben der Bad Spider-Man. Ich weiß nicht, ob man ihn erkennt, weil da wird alles weggeblurrt von den Spots. Auch so ein großes Wasserbeck mit Tretbooten, also die ist dann eigentlich nicht so groß, ein paar Flatrides. Das ist übrigens der Big Train. Wie big, weiß ich nicht. Aber auch hier für diese Gruselviecher ist das jetzt hier so eine Bahn. Das war mal ein Autoscooter, da haben sie einfach Beton drauf geschüttet. Das ist eine neue Attraktion. Mit Wasserpark. Und schmerzhaft Aufprall. Aber es ist auch Winter und das macht auch Sinn, dass es nicht auf ist. Wild. Ich glaube, das ist nicht so. Nee, das ist auch wieder zum Laufen. Aber es sieht von außen stark aus. Sag mal so, der Dumbo-Flieger macht es ein bisschen kaputt. Ghost House, ja, das ist auch ein Walkthrough. Und Zoos daneben. Das sind echt Käfige und also Terrarien. Ei. Ja, und hier so ein Tagada. Der ist irgendwie cool hier in der Ecke, auch wenn er hinter einem ziemlich weirden Gorilla steht. Aber irgendwie auch cool platziert. Dann da aber nochmal aufbetoniert, komisch. Ach so, da sind große Vögel drin. Und eine Ziege ist da hinten. Wild, wild. Ja, das ist meine Reaktion darauf. Okay, das reicht auch. Es klang auf jeden Fall, der Name klingt ein bisschen vielversprechender. Fußball wird da auch wieder geguckt. Aber an sich ist es trotzdem ein nettes Setting direkt am Wasser und so. Ne? Aber es ist ja auch wieder dieses Nachtleben. Also du siehst davon auch nicht viel. Obwohl es ja tagsüber jetzt kühl ist. Aber gut, wenn du in den Rhythmus bist, dann kriegst du nicht mehr raus. Leute, wir hatten wunderbare Pläne und wollten noch 2 Stops machen. Das wird zeitlich wahrscheinlich nicht mehr klappen, denn wir machen einen anderen Stop, den es nicht gibt. Also, das klingt ja auch wieder dumm. Gerade eine Achterbahn entdeckt, die nicht eingetragen ist. Wir machen diese ganze Tour ja über Coaster Count und das unterstützt mit der Rollercoaster Database. Und
fahren jetzt hier gerade weiter und wollten noch mal zu einer Mall fahren. Da kommen wir nicht hin, weil hier alles wieder aufgerissen ist und Maps das nicht versteht. Aber Global City hat eine Achterbahn und die scheint auch zu fahren. Also wir haben sie gerade fahren sehen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da am besten rein und hinkommen, weil es ist nämlich absolutes Chaos und die Leute werden da von der Polizei über die Straße gelassen. Wir haben ein bisschen weiter weg jetzt am Rand geparkt, laufen da jetzt hin. Und hier ist auch schon so ein Eingangsportal und da hinten blinkt es auch. Wir sind sogar auf der richtigeren Seite, glaube ich. Ja, wir gehen durch das Portal. Schauen wir mal, wie das läuft. Ich vermute mal Eintrittszahlen und dann einzeln die Fahrt. Aber dann hätten wir mal einen neuen Count wiedergefunden. Wieder. Einmal bis jetzt. Aber wenn wir schon eine Tour haben mit 2 Rollbacks, dann auch das. Ja, hier ist noch mehr Amusement, das ist aber aus und dunkel. Fun Fair steht auch dran. Hier ist noch eine Achterbahn, Leute. Noch eine Achterbahn, eine Achterbahn. Wir haben einen Go-Gator hier. Hier. Nee, der ist zu. Leute, jetzt haben wir mal so richtig reingestuhlt. Erstmal sind wir jetzt, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das sind 3 Minuten mit dem Auto, ja. Minimum. Die sind wir jetzt gelaufen, weil hier nicht, nee, da nicht, ja da nicht, immer weitergeschickt worden. Bis zum Ausgang, wo man ja Tickets kriegt. Bevor wir hingelaufen sind, haben wir online geguckt, ob man Tickets kriegt, um reinzukommen. Das kostet umgerechnet 1 Euro oder so in den Dreh rum. Ist für heute ausverkauft und es sind die Leute, die strömen gerade in Massen raus. Der Park oder das Ding oder was auch immer macht in einer Stunde zu. Und es sind halt echt viele schon draußen. Aber man verkauft jetzt auch keine Tickets mehr. Das ist nicht dynamisch, von mir aus okay. Aber einfach so rein geht auch nicht. Den Preis eben bezahlen geht auch nicht. Ja, nee, das geht nicht. Hier, der Supervisor ist da, dann ist der Supervisor nicht mehr da. Ja, hin und her, hin und her. Und he talked the money language. Und für 100 Real hätten sie uns reingelassen. Bruder, das kostet 10. Nee. Ja, für uns beide. Ja, für uns beide zusammen kostet das 10. Normalerweise. Und du willst jetzt 100. Das ist wirklich frech. Und sehe ich auch nicht ein, sorry. Und die haben gesagt, ja, ihr könnt nächste Woche wiederkommen. Wir haben jetzt Dienstag. Also ich weiß nicht, ob die jetzt nicht so oft aufhaben oder ob das bis nächste Woche jeden Tag schon ausgebucht ist. Müssen wir mal in Erfahrung bringen. Elektrizität haben sie hier, ist nur ein bisschen laut der Strom, wie man hört. Ja, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurücklatschen und statt +2 oder +1 Special haben wir 0 dazu gemacht. Weil die anderen schaffen wir jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr. Ich höre gerade aus der Regie, für morgen gibt es wieder Tickets. Eieiei, das ist jetzt wirklich doof. Weil sonst hätten wir uns das jetzt alles gespart und wären weitergefahren und hätten noch mal 2 Dinger gemacht. Statt keinen. Ja, vielleicht schaffen wir auch Pro City noch. Das würde ich jetzt vielleicht noch mal versuchen, weil den anderen braucht man nicht mehr versuchen. Nee, der andere macht in 6 Minuten zu. Und da kommen wir eh nicht hin. Und da kommen wir nicht hin. Aber ob wir überhaupt hier wegkommen, weiß auch keiner. Nee. Mann. Das ist irgendwie auch komplett neu hier. Also es ist ja auch frisch alles irgendwie auf den Dreck betoniert und dann ist es auch egal wieder. Also der Parkplatz ist auch neu, aber der Zwischenraum zwischen Parkplatz und frisch drauf betoniert ist egal, wie man sieht. Also ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber ist nicht so schön. Na gut, dann wandern wir mal nach Hause. Wir haben aber 2 Flaschen Wasser bekommen. Das war so, hier 2 Flaschen Wasser ist okay, das ist glaube ich das Zeichen, dass wir jetzt gehen sollen, weil wir noch so ein bisschen am Tor rumschlawinert.
Halbe Stunde jetzt mal durch die Stadt gebrattert. Google Maps ausgedribbelt und neue Route vorgeschlagen. Und jetzt ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir sind beim Westfield Shopping Center. Ja, Mann. So Leute, wir sind reingerusht. Wir haben es jetzt auch noch gefunden. Jetzt haben wir schon 20 vor 12. Die haben aber bis 12 noch auf. Kasse ist schon abgerechnet. Wir dürfen trotzdem fahren. Die sind einfach so fahren. Und er muss jetzt sogar den Schlüssel holen. Ich muss mal gucken, wo wir jetzt lang gehen. Gehen wir durch den Eingang? Wir gehen durch den Eingang rein. Er hat extra nochmal den Schlüssel sogar jetzt geholt. Das ist super nett. Und dann können wir jetzt noch einen SBF Visa Spinning Coaster fahren mit 3 Loops, der durch so eine Wand sogar durchfährt. Sieht crazy aus. Hier auch mit den Tassen in der Mitte. Voll gut gelöst. Also so ist ja auch die Idee dahinter. Er macht sogar nochmal hier Check und alles. Let's go. Oh. Du verschwindest auch hinter der Tüte. Ja. Warum sind dafür voll klein? Och Mann, ich will es doch eben nur zeigen. Ausprobieren. Boah, sieht gut aus. Und dann gibst du Mitternacht Ja, Mittagessen. Dann geht's um Mitternacht, Mittag, Abendessen, alles zusammen. Ja, was ein wilder Tag. Schade, dass nicht alles geklappt hat. Also vor allem mit Global City, das war halt super ärgerlich, weil wir halt da rauf und runter gerannt sind für nichts und das gerne gemacht hätten. Dann ist noch ein Count eben dazugekommen. Wir hatten immer geguckt und dann immer eingetragen, danach gefahren und während wir unterwegs waren, wurde etwas nachgetragen oder eingetragen bei Coaster Count. Also wurde, weiß nicht, ob der heute entdeckt wurde, gefahren wurde oder ob die heute die Sachen eingepflegt haben. Bisschen schade, weil wir dran vorbeigefahren sind. Hätten wir das so mit kombinieren können, hätten wir den auf jeden Fall, also hätte das vorher gewusst, hätten wir den mit eingebaut, weil das war dann wahrscheinlich nur 5 Minuten Fahrt wieder. Aber dafür hat dann der letzte doch noch geklappt.
Also auch wenn das irgendwie immer alles bis mitten in der Nacht aufhat, da sind sie dann irgendwie früher fertig. Aber es kann auch gerne dagegen liegen, weil in Riyadh ist auf jeden Fall mehr los. In Riyadh sind auch mehr Touristen, fast schon logisch, ne? Aber also hier wurde man schon öfter mal jetzt komisch in Anführungsstrichen beäugt. Beziehungsweise Kinder waren komplett hyped und so krass, ey. Wir haben halt so Leute wie uns eher noch nicht live gesehen. Das ist in Riyadh jetzt zum Beispiel auch nicht passiert. Genau, aber dann konnten wir den letzten Count jetzt noch mitnehmen, wo wir sogar einfach so mitfahren durften. Wir haben ein kleines Trinkgeld dem Mann in die Hand gedrückt. Wenn der das schon extra für uns die Kiste anschmeißt, wir so fahren können und der die ganze Arbeit nochmal macht. Und ja, jetzt sind wir auf unserem unendlich langen Weg zurück. Es ist dunkel wie im Bärenpopo draußen und versuchen jetzt wieder zurück nach Riyadh zu kommen. 400 Kilometer und 4 Stunden. Ich bin nicht da. Was für ein Auto? Hallo? Oh Leute, 4:30 Uhr. Wir sind am Hotel wieder angekommen. Ja, wenn man sich jetzt mal darüber im Klaren wird, dass der erste Coaster um 16 Uhr aufgemacht hat und der letzte um Mitternacht zugemacht hat, ist das schon ziemlich dumm. Mit 4 Stunden Fahrt. Um 11:30 Uhr. Irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Ja. Gute Nacht, wir sehen uns morgen.